Moin und hallo. Moin. Das ist uns wirklich in den, ich weiß nicht, wie viele Jahre fahren wir jetzt, Lange. noch nie passiert. Was darf nicht passieren? Nochmal passieren, egal. Was? Wie bitte? Über Wochen ging es uns nicht gut. Wir sind richtig krank geworden. Das hat uns richtig erwischt. Das hat uns umgehauen. Erst mich. Das ging schon auf der Stuttgart-Messe los, dass mir irgendwann die Stimme wegblieb. Aber gefühlt hatten es ja alle. Irgendwie. Mal stärker oder weniger. Also wir sind ja nicht die Einzigen. Aber es hat so lange gedauert. Über Wochen. Das hat lange gedauert. Und normalerweise haben wir es fast gleichzeitig. Ich weiß auch nicht. Und diesmal hintereinander. Oh, also, es war eine wunderschöne Zeit. Nein, es war schrecklich. Es war schrecklich. Wir haben uns verkrochen. Wir sind irgendwo hingefahren. Ich weiß auch nicht, immer wenn es uns einigermaßen gut ging, haben uns zurückgezogen, damit wir uns ins Bett legen konnten. Also, Ja. oder ich erst. Bertel war dann genervt, dass es mir schlecht ging. Als es Bertel schlecht ging, war ich genervt irgendwann. Aber das ist ja so, ne? Ist das bei euch? Wer ist denn das bei euch? Wer leidet am meisten? Männlein oder Weiblein? Also, es ist. Wir haben uns jedenfalls bestimmt gegenseitig 1000-mal aus dem Wohnmobil geworfen. Jetzt stellt sich ja die Frage, ne? Brauchen wir ein neues Wohnmobil oder brauchst du einen neuen Mann? Beides. Nein, ich kann auch gerne hier alleine fahren. Das ist kein Problem. Ich habe mehr Platz. Ne? Oh, also wir sind uns richtig auf den Senkel gegangen. Richtig. Ja, war so eine kleine Krise hier. Krise, nicht Ehekrise, aber es Nee. war, ich kenne keinen anderen Mann, außer meinen Mann, der den Gebrauchtwagenmarkt, Wohnmobilbereich so in- und auswendig kennt, wie wirklich, ich habe es ja schon gerade gesagt, du. Also das ist, da wurden voll integrierte Wohnmobile sich angeschaut, Ami-Schlitten, Alkoven-Wohnmobile, ich weiß gar nicht, wo du gelandet bist. Ja, Von LKWs. ab 8 Meter bis 11 7,5 Meter. Tonner. Ja, nee, wir haben einfach, ja, wie nennt man das denn? Wohnmobilkoller. Wohnmobilkoller haben wir gehabt. Und das ging über Wochen, Schlechtwetter, Regen, Wind, stürmisch. Und da wussten wir gar nicht mehr wohin. Ne? Und dann kam die Erkältung oder was auch immer das war dazu. Und ja, wenn du dann ständig aufeinander hockst im Wohnmobil und dich auch nicht draußen großartig bewegen kannst, wettertechnisch, ne? Ist ja halt so beim Vollzeitleben im Wohnmobil. Ja, dann kann es schon mal knallen. Wobei wir uns nicht an die Köppe gegangen sind, sondern wir waren einfach genervt. Ne? Ja, es So- war alles so- zu eng. So Muffelköppe waren wir, es ja. war alles zu eng, es war zu klein, es war gut. Wir haben uns entschieden, im Norden zu überwintern dieses Jahr. Wir wollten unbedingt auf die Stuttgart-Messe, wollte ich. Und eigentlich wollten wir auch noch auf andere Messen, aber es ging nicht. Nee. Ging nicht. Und Ja, dann so standen ist es. So ist es. Na Ne? gut, wir haben dann, und was mir das erste Mal gefehlt hat, wenn wir unterwegs sind, eine Badewanne. Ich bin sonst nicht die Badewannengängerin. Ich dusche gern, also ganz, ganz selten. Aber ich habe es vermisst, mich jetzt da so Wasser einlassen. Es dampft, es ist warm, alles beschlägt im Badezimmer, Schaum rein und sich da mal richtig entspannt abschließen. Badezimmer abschließen, dass keiner reinkommt. Und dann mal so in Ruhe in der Badewanne liegen. Das habe ich vermisst. Jetzt hör aber mal auf. Nach 50 Folgen, ne? Wenn Frauen morden, da ist mir auch ganz anders geworden. Du. Da hätte ich auch gerne abends mal abgeschlossen. Nein, es ist alles gut. Aber es war eine Zeit, die mussten wir jetzt irgendwie. Wir sind ja froh gewesen, dass wir noch ein paar Filmchen hatten Ja. von der Stuttgart-Messe. Die haben wir dann so einen bestimmten Abstand eingestellt. Aber also ja. Wir sind dann doch eine Woche nach Hannover. Ja. Wir sind dann auch zum Arzt mal gegangen, also das ist die Meldeadresse, Bertels Elternhaus, und haben uns dann mal durchchecken lassen. Das muss ja auch irgendwie sein, waren wir beim Zahnarzt und ich habe keine Ahnung. Aber dann war der Koller wieder vorbei, weil kaum sind wir ein paar Tage irgendwo fest an einem Ort, packt es uns wieder. Einmal Grundreinigung gemacht
Und jetzt sind wir im Süden. Wir sind im Südosten Deutschlands, in Bayern gelandet. Und es regnet. Oder so ein Schneeregen mal zwischendurch. Aber es stürmt nicht. Wir wollten mal nicht an die Küste, nicht in den Norden. Und Du, weißt du, dass da im ich Norden... war einmal hier in Bayern. Ja, nee, klar, als Kind mit meinen Eltern war ich hier öfter. Aber weißt du, dass im Norden im Moment richtig der Sturm abgeht, Ja. da mit Orkan und was sie alles gesagt haben? Wir gucken ja nicht mal Nachrichten, ne? Nee. Das ist ja sowieso der Knaller. Naja, jedenfalls. Und du bist mir, Bertel ist mir so auf den Senkel gegangen, als ich da hinten lag. Alle 5 Minuten kam er ans Bett. Er saß hier vorne, mir ging es richtig schlecht. Und dann hast du, oh, ich hab was, 8,30 Meter oder ich habe keine Ahnung, guck mal, da hast du hinten, kannst du zuschieben, vorne ein Hubbett, da haben wir dann ein bisschen hier getrennte Zimmerchen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das nicht unser Ding, glaube ich, ne? Oder? Nee, auch gucken kostet nichts, ne? Gucken kann man ja mal. Ja, na, wir haben geguckt. Wir Ja. haben mal ein bisschen geguckt. Aber du merkst ja dann doch, wir haben immer wieder landen wir hier bei Emma, Hümer Crossover. Wir landen immer da hier. 6,76 Meter. 6,76 Meter. Wir sind jetzt hier ein bisschen in den höheren Gefilden und da merkst du das schon. Also wenn du die Serpentinen fährst, wenn ich das jetzt mit 9 Metern fahre, Ja, es geht ja auch um die, weiß ich nicht. Das ist jedem selbst überlassen, aber wir sind ja Vielfahrer. ja, es geht ja auch um die Fahrzeugbreite, ne? Wir haben das ja hier auch schon gehabt und wir fahren ja hier keine besonders schwierigen Strecken oder sowas, ne? Keine Feldwege, ich weiß es nicht. Aber du hast ja selbst diese Felsüberhänge an den normalen Straßen hier. Das sind ganz neue Dinge für mich. Also ich finde das toll. Bergfahrten. Bergfahren. Ja. Muss man sich dran tasten. Also ich war einmal, also wir können ja sagen, wir sind in den Alpen. Genaueres kommt später im nächsten Video. Machen wir hier den Stellplatz. Ja, die Kamera läuft jetzt wieder öfter. Wir haben da lange gesucht. Ja, natürlich. Wir haben lange gesucht, bis wir hier wirklich für uns das Plätzchen gefunden haben. Und wunderschön. Bei schönem Wetter. Ja. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Oh, was wollte ich denn sagen? Also die Bergfahren, für mich das erste Mal hier. Ich war einmal in Oberstdorf, glaube ich, als Kind. Und sonst noch nicht in den Alpen, gebe ich zu. Und dann sollte ich mir immer diese Wohnmobile angucken. Ich dachte, ich flippe aus. Ich habe gesagt, was soll ich denn damit? Ich kann doch nicht. Oder wir haben 2 Wohnmobile. Eins für den Winter und eins für den Sommer. Ja. Das war auch eine ganz nette Entscheidung. Wir hatten ja so eine Diskussion gestern, ne? mal wieder. Und da haben wir mal reflektiert. Zur letzten Sommersaison, ne, hatten wir den Kastenwagen. Ja. Und das war ein super toller Sommer mit dem Kastenwagen. Bloß damit jetzt im Winter und in der nassen und regnerischen, stürmischen Jahreszeit, das wäre uns total offen. Also das wäre nicht gegangen. Auf Dauer zu zweit. Ja. Auf Dauer zu zweit, also ich glaube, als Alleinreisender ist das dann schon nicht schlecht in so einem kleinen Kasten. Aber auf Dauer zu zweit, Ja. Wäre mir zu eng gewesen. Und wir sind ja, man sieht es ja gerade, bei bestem Wetter, ein halbes Jahr bei bestem Wetter unterwegs. Ne? Guck mal, jetzt fängt es an zu schneien. ja, jetzt geht's los. Herrlich. Nein, wir waren, wie gesagt, ja dann in Hannover Ja. und dann ging's wieder los. Und da war alles vergessen, alles vergessen. Ja. Sobald wir am Wohnmobil sitzen Ja. und der Motor gestartet ist. Nein, also man darf, wenn es einem nicht schlecht, wenn es einem schlecht geht, das ist schon, finde ich, eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Wenn du dich körperlich nicht so fühlst und das über einen längeren Zeitraum. Normalerweise so eine Erkältung sagt man ja immer, 3 Tage kommt sie, 3 Tage bleibt sie, 3 Tage geht sie. Aber hier war das irgendwie ganz anders. Ganz anders. Naja, man ist gereizter, ne? Ja, man, natürlich ist man gereizter. Und wenn du ständig aufeinander hängst und dann noch gereizter bist, dann knallt es natürlich öfter mal, ne? Ja. Dann beschmeißt man sich mit den Strümpfen. Putsch. Ja, oder Stellplatzdiskussion, kennt ihr das auch? Man kommt auf einen Stellplatz, es ist nichts los.
Es ist ganz viel frei. Und du hast eine große Auswahl. Dann, wo stellen wir uns hin? Und dann die Diskussion. Also die waren auch noch nie so schlimm wie jetzt. Wo wir uns hinstellen. Normalerweise haben wir da kein Problem und haben immer ganz schnell sind wir da einer Meinung. Ja. Und das war nicht. Ja, gestern war wieder gut. Ja. Ja, das war jetzt mal so. Willst du lieber am Bach stehen? Möchtest du quer oder längs stehen? Wenn du aber längs stehst, dann hast du die Sonne von hinten. Nein. Und der Wind könnte ja gegen die Tür pusten, also das Auto umdrehen. Ja, dann siehst du ja nichts mehr, dann guckst du ja nur noch in die Bäume rein. Und Nein, siehst die ich Berge möchte nicht. gern die Berge sehen, mit dem Schnee. Ne? Ja, da musst du dich anders. Nein, das kann ich nicht, dann ist die Tür im Wind. Ja, wie denn jetzt? Ja, großen Wind haben wir ja hier gar Und nicht. morgen soll Regen kommen. Nora, du Ja. kannst dich nicht in die Senke stellen. Dann Jetzt schwimmt das schneit. Auto nachher. Ja, jetzt schneit. Nora, wo ist denn jetzt das Fazit? Brauchst du ein größeres Wohnmobil, ein längeres Nein. Wohnmobil, ein Wohnmobil mit Badewanne? Nein. Was ist denn dein Wunsch? Alles. Nein, im Endeffekt kommt immer wieder der Kreis zurück zum Crossover. Immer wieder. Wir sind hiermit zufrieden, wir sind nicht hoch, wir sind nicht extrem lang, wir sind schmal, wir haben die Längsbetten hinten, Ja. da wir ja gerne vom Bett aus fern gucken und auch wenn es einem nicht so gut geht. Ich erinnere dran, ne? Wenn Frauen morden. Ja. Empfehlenswert. Da weißt du als Mann genau, was du nicht machen solltest. Ja, genau. Aber das Leben halt einfach irgendwann da kommt man wirklich an so einen Punkt und da haben wir echt überlegt und waren wirklich an einem Punkt und haben gesagt, ist das Wohnmobilleben überhaupt noch etwas für uns? Wir waren an dem Ja, Punkt. ja, ja. Ich hätte es manchmal wirklich lieber größer vom Wohnmobil. Nora tendiert sogar dazu, kleinere Fahrzeuge zu fahren. Da geht die Diskussion ja schon los. Dann sage ich, Nora, achte drauf, ne? Wenn der Schneematsch runterkommt, ne? Dann brauchst du Wohnraum. Ja, und das haben wir jetzt mal die letzten Wochen richtig durchgehabt. Ne? Ja. Ja gut, dann kommt aber die Frage Wohnmobilleben. Dann musst du ja auch erstmal irgendwo wieder, dann musst du dir erstmal ein neues Zuhause suchen. Dann hast du ein neues Zuhause. Kommst du klar ohne Wohnmobil oder hättest du immer noch was Kleines? Das Ja. war auch die Frage. Das war ganz konkret die Frage bei uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, umso mehr ich mir das vorstelle, ein Zuhause werden wir irgendwann wieder haben. Logisch, wir können ja nicht den Rest des Lebens im Wohnmobil leben. Nein. Nee. Aber und ich glaube, ohne würden wir nicht klarkommen. Also ich nicht. Da würde uns was fehlen. Ja. Also ich vermisse ja eine Werkstatt, ne? So wie früher. Das war alles ein bisschen einfacher mit dem Schrauben, Ja. wenn deine eigene Hütte hast. Ja, das stimmt, natürlich. Du fährst auf was weiß ich, du hast deine Adresse, du fährst dahin, du weißt, du kommst nach Hause. Das haben wir nicht. Das sind auch so diese Gefühle, die mir manchmal fehlen, dieses Zuhause. Ja, ja. Nun hatten wir uns ja was gesucht, was ich ja eigentlich auch schön fand. Für uns ein kleines Zuhause ist Dänemark geworden, Rümmel. Ganz ehrlich, das ist für uns wie so ein Anlaufspunkt gewesen. Ich wusste, ich komme dahin, ich fühle mich wohl, ich weiß, wo was ist. Das ist ja so, dieses Zuhausegefühl. Ich gehe da einkaufen, ich gehe da hin, da kriege ich das, da habe ich das, da habe ich das. Das hatten wir so ein bisschen, aber das wollten wir jetzt auch mal ein bisschen ändern. Wir wollen jetzt ja mal ein bisschen andere Ziele anfahren. Ja. Sind wir doch kräftig bei. Sind wir kräftig bei, genau. Aber das war ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe immer gesagt, dann hätte ich wahrscheinlich keinen PKW. Dann hätte ich, wenn ich wieder ein Zuhause hätte, dann hätte ich was ganz Kleines. Hauptsache, es ist ein Waschbecken drin und eine Toilette, zum Beispiel. Ja, Also, ja, weiß ich jetzt und nicht. zum Schluss Das- weiß ich wieder, das ist landet man doch beim richtigen Wohnmobil. Ich wollte Also sagen- ohne wird es bei uns nie gehen. Ne? Ich wollte sagen, also die Einstellung überfordert mich jetzt ein bisschen. Ein Minicamper mit Waschbecken und Klo. Klösse. Das habe ich mit 18, das haben hab wir ich mit so- 18 selber gebaut. Ich dachte, über die Phase bin ich so ein bisschen raus. Ja, aber ich habe es ja nicht gemacht. Nee. Das ist ja auch sowas. Bertel hat ja schon diese ganzen Sachen erlebt, ich noch nicht.
Ich habe gezeltet früher. Ich bin mit Zelt und PKW durch die Gegend gezischt. Ja. Ja. Nora, ich habe mit dem Motorrad und einem Zelt angefangen. Da haben wir abends dann so Bonduell, ne, so Gemüsedose aufgemacht und aus der Dose das Zeug gefuttert, weil wir keinen Bock mehr hatten, irgendwo einen Gasbrenner anzumachen. So ging das ja los. Auch schön im Regen, mit Plastiktüten über den Schuhen. Ja. Ah, das waren die wilden Jahre, du. Die wilden Jahre. Die kommen jetzt erst recht wieder. Ja, nein, aber trotzdem geht bei mir so ein bisschen manchmal auch, habe ich so das Gefühl, ich möchte zurück zu den Anfängen. Das habe ich also immer wieder. Das ist bei mir so. Zurück zu den Wohnmobilanfängen. Einfach. Was brauche ich? Das hatte ich schon ganz oft, glaube ich, auch schon mal irgendwo in einem Video gesagt. Was brauche ich? Ich brauche was zum Sitzen, ich brauche eine Toilette, vielleicht einen Duschvorhang, eine Dusche und ein Bett. Fertig. Küche, wo ich kochen kann. Ja. Ups. Das Ja. Wichtigste. Und was ist jetzt dein Fazit? Nie wieder Wohnmobil? Oder Waschbecken, Klo im Minicamper? Was willst du denn jetzt? Ja, dann haben wir darüber mal geredet. Mir kann es beim Wohnmobil fast nicht groß genug sein. Und du bist mehr die Tante, die zum Minicamper tendiert. Das ist unser Fazit. Und wo trifft man sich? In den Alpen. Wisst ihr, es ist echt Ich schrecklich. fahre dann schon mal Nein, vor. das ist schrecklich. Ich sitze hier, wenn wir zusammen uns gegenüber sitzen. Bertel googelt mobile.de, ich google mobile.de. Und wir legen dann die Handys hin. Das sind komplett die unterschiedlichen Fahrzeuge. Wir haben uns in der Mitte gar nicht getroffen. Oder? Ja. 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 Naja, es geht ja gar nicht darum, dass das Wohnmobil, das wir jetzt haben, das ist ja auch Jammern auf hohem Niveau. Oh Gott. Ja, das Wohnmobil, das wir hier haben, das hält uns warm, da kannst du drin duschen, Ja. da ist ein riesen Kühlschrank drin. Das hat auch noch Allrad drunter, kannst du also auch noch durch den Schnee mitflügen. Das hat ja alles. Das hat ja wirklich alles hat von wirklich vorne bis alles. hinten. Ne? Lithium, Solar und Fernsehen und ich weiß nicht was. Das soll jetzt nicht so klingen, als ob wir mit sowas nicht zufrieden wären. Nein. Ne? Nee, das geht ja um die grundsätzliche Frage, groß oder klein. Ne? Oder überhaupt. Oder überhaupt. Das war nämlich der Oder Punkt. nie wieder. Oder nie wieder. Ja, ne? Oder nie wieder. Nein, wir haben im Endeffekt, das waren einfach mal so beschrieben, unsere Gedanken eigentlich die letzten Wochen. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Es war auch so, man fährt rum, man sucht dann, man möchte in einem bestimmten Gebiet bleiben. Dann kommen ja die nächsten Probleme. Wo wasche ich Wäsche? Viele Campingplätze sind zu. Will ich da jetzt hin? Da ist Sturm, da regnet es die ganze Zeit. Wäsche waschen. Ich finde, Wäsche waschen ist zum Beispiel auch für mich ein großes Problem und Wäsche aufhängen bei dem Dauerregen im Norddeutschland. Ja, in einem großen Wohnmobil hängst du einfach hinten eine Waschmaschine rein. Ja, aber trocknen nicht. Das ist gut. Das ist ein Problem, finde ich. Und dann hast du einen Waschsalon gefunden und dann musst du gucken, wo parkst du. Ich finde das manchmal ist mir das alles zu kompliziert. Ganz ehrlich, manchmal ist mir das zu kompliziert. Dann hast du sowas und dann sagst du, oh Gott. Wenn du jetzt ein Zuhause hättest, da steht dann, was weiß ich wo, deine Waschmaschine oder ein Trockner oder auf dem Balkon oder im Garten kannst du deine Wäsche aufhängen. Alles kurze Wege, stressfrei, ich weiß, wo was ist. Und das sind schon so Gedanken, finde ich, die im Wohnmobil, wenn du da länger mit unterwegs bist oder drin lebst, aufkommt. Ja, Nora, das ist ja auch, wie oft sind wir genervt, wenn wir irgendwo einen Stellplatz suchen. Und dann eierst du stundenlang durch die Gegend und guckst im Internet und was du da so an Informationen findest über die Stellplätze, das zeichnet sich doch dann erst ganz klar ab, das Bild, wenn du wirklich am Stellplatz angekommen bist. Ja. Und dann sagst du, ach guck mal hier, da haben sie das Bild abgeschnitten und nach da haben sie das Bild abgeschnitten. Und nach 2 Metern rennst du gegen das nächste Wohnmobil. Es ist doch manchmal total krass. Und dann kommst du irgendwo hin und dann siehst du, jedes Jahr haben sie die Plätze schmaler geschnitten. Ne, die Betreiber der Wohnmobil, das Ja, ist echt es wird der immer Knaller. enger. Das ist echt der Knaller. Du siehst noch die alten Markierungen,
und hast im Hinterkopf ein paar Kommentare aus dem Netz, wo sich andere Wohnmobilistinnen darüber beschwert haben oder kundgetan haben, du, der schneidet jedes Jahr 1 Meter weiter weg vom Stellplatz. Ja. Ne? Und dann siehst du das und dann stehst du da, dann denkst du, okay, wenn ich aus der Tür rauskomme, 1 Meter, laufe ich gegen das nächste Wohnmobil. Ja, passt uns dann auch nicht, ne? Weitersuchen. Das ist ja auch nicht alles so lustig, ne? Nee, und wir sind ja nicht die Dauersteher. Wir stehen nicht, das sind wir beide, ein Segen, beide nicht. Ist ja jedem selber überlassen, aber das sind wir nicht. Dass wir lange Zeit an einem Ort stehen, das sind wir nicht. Wir wollen immer gerne rumfahren und dann hast du halt das Problem, wieder was Neues zu finden. Und es geht ja auch ins Geld. Der Dieselpreis steigt und steigt und steigt. Die Stellplätze werden immer teurer. Und da frage ich mich, lohnt sich das? Du kommst auf den Stellplatz, hast vorher gegoogelt und nach dem Preis geguckt, kommst da irgendwie, 32 €, Nora, das ist aber schon ein Tacken weg, ne? Das ist ja schon ganz schön viel. Dann kommst du da an, Nora geht in die Rezeption zur Anmeldung und da sagt der 48,50. Wie bitte? Für eine Nacht. Für eine Nacht. Ich meine, 50 € pro Nacht, das sind 1.500 € im Monat. Jetzt sagen bestimmt wieder welche, dann steh doch frei. Ja, mit Freistehen ist das auch nicht so und in Bayern mit Sicherheit nicht so gern gesehen. Den Ärger, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, also bleibst du wieder auf kostenpflichtigen Plätzen. Also es gibt dieses, ach wie toll ist alles im Wohnmobil und Vollzeitleben im Wohnmobil. Das ganze Thema hat schon verschiedene Seiten, nicht nur die schönen. Ja. Auf jeden Fall. Und da musst du mit umgehen können. Und da musst du auch lernen, mit umzugehen, wie du dich verhältst. Für mich ist auch ein neues Wort anpassen. Ja. Also es hat sich ja auch vieles verändert im Camperbereich, im Wohnmobilbereich. Alleine schon, es grüßen sich nicht mehr alle. Man geht an Camper vorbei und guckt sich nicht mal an, was ich gar nicht so verstehe, gebe ich ehrlich zu. Es hat sich so viel verändert und die Plätze immer größer, immer teurer und anpassen. Muss ich immer an der Küste stehen? Kann ich nicht auch im Inland mal ein bisschen günstiger und auch sehr, sehr schön stehen? Weil sonst geht das ins Geld. Ganz klare Sache. Ja, die Szene ist ja sowieso komplett im Umbruch. Ne? Ja. Keine Bange, wir leben weiterhin im Wohnmobil. Es macht uns immer noch Spaß. Und ich hatte ja eben schon gesagt, anpassen. Ich passe mich auch gerne den neuen Gegebenheiten an, weil ich möchte es so schnell nicht aufgeben. Jetzt wird es ja sowieso bald wärmer, auch im Norden. Also ich bin gespannt. Nein, ich freue mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben diese Phase überstanden und wir haben lange gequatscht und wir machen natürlich weiter auf jeden Fall. Ja, klar. Und Emma ist da, Emma ist supi und wunderbar. Und wenn es wärmer wird, ne, dann kann ich ja auch draußen schlafen. Genau, du bist doof. Okay, so, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich es ganz vergessen. Nein, das geht weiter auf jeden Fall, herrlich. Und jetzt guck mal, es beschlägt übrigens jetzt hier vorne, aber es schneit. Es schneit. Das hatten die angesagt, Du, heute Nacht wird das liegen bleiben. Ich hoffe. Haben wir eigentlich so einen Schneeschieber mit? Nein. Ich Wir hab haben keinen. Klappspaten haben wir. 2. Ja, so schöne kleine, ja. 2. Na gut, vielleicht stehen hier irgendwo Schneeschieber. Wir waren neulich auf dem Stellplatz, da stand ein Schneeschieber. Ja. Und Schlitten. Ja. Mal gucken. Also, jetzt haben wir so ein bisschen von unserem negativen Leben im Wohnmobil berichtet. Ist so. Das ist einfach so. Und man muss sich immer wieder ein bisschen aufraffen. Aber ich glaube, das ist ganz allgemein im Leben. Dass man, egal wo und wie, immer mal, dass es eigentlich so gut geht, einen Tiefpunkt hat. Und man muss sich immer aufraffen, wieder aufraffen, positiv denken, in die Zukunft gucken und genießen und glücklich und zufrieden sein mit dem, was man hat. Genau. Und hinfallen kannst du jeden Tag. Das Wichtigste ist, dass du auch wieder aufstehst. Ja. In diesem Sinne. Lasst es euch gut gehen. Habt eine wunderbare Zeit. Tschüss und bleibt gesund. Und wenn es euch dann doch auch erwischt, habt euch lieb. Genau.
Tschüss. Tschüss, 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 Tschüssikowski. Oh, und im nächsten Video stellen wir euch diesen Stellplatz vor. Ja. Da, keine Ahnung, 30 Meter kein Wohnmobil, da 50 Meter kein Wohnmobil. Also, das wird spannend. Ja. Lasst euch überraschen. Tschüss. Tschüss.